18. Gott belohnt die Guten und bestraft die Bösen, weil er die unendliche Gerechtigkeit ist. Und schon wieder stoßen wir auf mehrere Wörter, die in der heutigen Theologie und Kirche mindestens verschwiegen werden. Strafe, Gerechtigkeit. Man spricht nicht mehr davon, dass Gott gerecht ist, sondern nur noch, dass er barmherzig ist. Dabei gibt es das eine ohne dem anderen nicht. Wenn es keine Gerechtigkeit und keine Strafe gibt, gibt es dann auch keine Barmherzigkeit, denn es gibt nichts mehr zu vergeben. Dabei sind wir doch gerade heutzutage in jedem Aspekt des menschlichen Lebens so auf Gerechtigkeit fixiert. Wir wollen unabhängige, gerechte Gerichte, wir wollen, dass Leute in Wirtschaft und Politik für ihre Vergehen zur Verantwortlichkeit gezogen werden, wir kämpfen um soziale Gerechtigkeit, um gerechte Verteilung von Ressourcen und so weiter und so fort. Warum stört uns also gleichzeitig, wenn das Katechismus Gott den gerechten Richter nennt? Vielleicht, weil wir wissen, dass er auch jeden von uns kennt und dass alles, was wir tun, auch das, was wir von jedem menschlichen Gericht verstecken könnten. Aber in Wirklichkeit sehnen wir uns doch immer wieder an dieser Gerechtigkeit. Vor allem jedes Mal, wenn jemand unschuldig leidet. Wenn ein Autofahrer betrunken einen Unfall verursacht, flüchtet und unentdeckt bleibt, ein unschuldiger Beteiligter aber in diesem Unfall stirbt, fühlt sich das doch total ungerecht an. Damit meine ich jetzt keine Rachegefühle, sondern irgendwie spüren wir, dass eigentlich der Verursacher die Konsequenzen seines Fehlverhaltens tragen müsste und nicht ein unschuldiges Kind, das einfach am falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Und so ist es mit jeder Sünde. Es entsteht ein Schaden und der trifft meistens einen anderen. Eine Verleumdung, ein Diebstahl, ein Betrug. Die Konsequenzen trägt das Opfer und nicht der Täter. Zumindest größtenteils. Ich meine hier jetzt nicht, dass der Täter vielleicht irgendwann Schuldgefühle hat und die ihn auch plagen. Aber der Hauptleidtragende ist immer der andere. Deswegen muss auch die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Gott ist gerecht, weil er jeden von uns liebt. Wenn jemand 2 oder mehr Kinder hat, kann er sich da am besten reinfühlen. Wenn ein Kind dem anderen ein Spielzeug kaputt macht. Natürlich lieben die Eltern das Kind weiterhin und verzeihen ihm auch schnell, wenn es den Fehler einsieht. Aber irgendwie müssen sie auch dem anderen Kind zuliebe für Gerechtigkeit sorgen. Der in Anführungszeichen Täter muss es irgendwie seinem Bruder oder Schwester wieder gut machen. In der modernen Pädagogik spricht man nicht von Strafen, sondern von Konsequenzen. Vielleicht hilft diese Denkweise uns auch, wenn wir mit der Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit Probleme haben. Und noch eine Aussage der heiligen Teresa von Kinder Jesu, die geschrieben hat, dass sogar die Gerechtigkeit Gottes ihr über seine Barmherzigkeit Zeugnis gibt. Welche Freude zu denken, dass Gott gerecht ist. Das heißt, dass er unserer Schwäche Rechnung trägt, dass er um die Gebrechlichkeit unserer Natur weiß. Wovor sollte ich mich also fürchten?